Dieses Fahrzeug hier hat mir schlaflose Nächte bereitet, so kann man sagen, denn es ist eins der sensationellsten Fahrzeuge am ganzen Markt. Es ist ein GFK Monocoque auf einer Länge von 5,40 Meter. Ja, stell dich mal kurz vor, du bist Rheinländer. Ich bin der Giberto Carroccia, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Bin seit über 5 Jahren Wingram-Händler, ein klassischer Fiat-Händler, der irgendwann mal die Liebe zu den Reisemobilen gefunden hat. Und wir haben seit Anfang an diese schönen Monocoque-Fahrzeuge bei uns im Portfolio. So, Rheinland hätte fast gestimmt, aber stimmt nicht, denn du bist aus dem Rhein-Main-Gebiet. Simone steht da vorne, guckt das Ganze an und hat mich gefragt, warum das Auto. Simone, was hast du geantwortet? Weil es klein ist. Weil es klein ist, ja, das ist so. So, und ich habe den großen Mann mal daneben gestellt, dass man das mal sieht. Stell dich mal ganz nah ans Auto bitte mal ran, dass man mal sieht. Du bist 1,90 Meter, was hast du? 1,90 Meter? Stimmt das? 1,80 hier. Echt, du bist nicht so groß, wie du aussiehst, denn dann sieht man auch mal mit dem Mann zusammen, dass man das mal sieht. Nimm mal das Schild mal gerade mal rechts neben dich, bitte. Denn ganz, ganz wichtig ist das Größenverhältnis, dass man da mal sieht. Und da sieht man auch mal, wie kompakt das Fahrzeug ist. Das heißt, ganz ungewöhnlich kurz und hoch. Richtig, Vielen Dank. Ja, wir haben eine Höhe von 3,2 Meter, Oberkante der obersten Lichtkuppe und sehr kompakt, wendiges Fahrzeug, Radstand, ne? Und natürlich auch Wendekreis ist sehr kurz für den Fahrzeug. Das Besondere hier an dem Fahrzeug ist das GFK Monocoque. Das bedeutet, es ist genauso stabil, wenn nicht stabiler, bei einem Unfall als ein Kastenwagen. Denn die Problematik ist ja bei den Teilintegrierten, es kommt wirklich mal zum Unfall, zum Überschlag und so weiter. Das hier ist so stabil wie Stahl, das kann man schon sagen, oder? Auf jeden Fall. Und es ist vor allen Dingen auch hagelresistent fest. Passiert also nicht, wenn beim größten Hagelschaden passiert überhaupt nicht an dem Fahrzeug Monocoque. Und So. ja, Bitte. es ist vor allen Dingen auch, wenn es mal zum Unfall käme, wenn was instand gesetzt werden muss, klassisch aus dem Schiffsbau Reparierbar. reparierbar. So, das Wichtigste ist aber, ihr könnt jetzt Formen auf einmal bilden. Der CW-Wert von dem Auto ist sensationell, weil ihr habt alles genau angepasst. Du kennst ihn zwar nicht, aber es sieht ganz aerodynamisch aus und das ist auch der Fall, oder? So ist es ja. Den CW-Wert kenne ich wirklich nicht, aber du hast es richtig erkannt. Guck mal hier, die Formen, das muss dich ja als Frau total anfixen. Alles ist weich, Übergänge mit allem drum und dran. Ich muss sagen, ich als Mann bin schon angefixt, aber das ist doch richtig scharf, oder? Was hier ist. Die Formen hast du beim Reisemobil normal nicht, oder? Ja, das ist wirklich sehr weich. Weich, guck mal, diesen Übergänge, die da sind, ihr müsst noch nicht mal hier vorne irgendwas anarbeiten. Alles ist perfekt, oder? Ja, das wird also aufgesetzt und wird dann quasi mit dem Chassis vereint hier, also aus GFK und passt natürlich alles schön zusammen. Ihr baut auf Fiat ausschließlich? Ausschließlich auf Fiat Ducato-Basis. Ja. So, und das bedeutet, ich kriege auch die Automatik, ich kriege auch die ganzen Helfersysteme, die neuen Sachen. Ich habe das neue Fiat-Navigationssystem drin. All das kann ich kriegen. Da kannst du alles bekommen. Fahrassistenzpakete, das kleine oder auch demnächst das große mit dem adaptiven Abstandsregelung. Warum baut ihr nur auf Fiat? Gibt es da einen Grund für? Ja, es gibt einen Grund dafür, dass VW den T6 Facelift nicht mehr Wingram angeboten hat, sondern es wurde ja eine andere Marke weitergegeben und seitdem ausschließlich auf Fiat Ducato-Basis. Das Fahrwerk ist sensationell vom Fiat Ducato 8. Ich selber habe ja einen Fiat Ducato 8 gefahren, das allererste Mal. Er ist viel leiser geworden, das kommt mit hinzu. Die Automatik ist schon gut, die 9-Gang ZF, die drin ist. Man muss die Autos fahren, sparsam, unglaublich sparsam. Es ist sensationell. Wie kann man so ein Auto fahren hier? Also je nachdem, wie du das fährst, auf Landstrecke oder auch Kurzstrecke und über Landfahrt. Also du liegst in einem Kraftstoffverbrauch zwischen 9 und 10,5 Liter. 9 und 10,5 Liter. So, du kannst den auflasten, das weiß ich, weil das hast du erst vor kurzem gemacht. Man kann ihn mit einem Luftfahrwerk versehen. Goldschmidt 4 Tonnen gehen. Ja, 4 Tonnen oder 3,85 jetzt in dieser Variante. Wir können bei den größeren Fahrzeugen auf 4,25 Tonnen gehen. Ist alles möglich. Das Fahrzeug ist sehr kurz. Es ist ein echtes City-Fahrzeug. In der Schweiz sind solche Fahrzeuge wahnsinnig beliebt, weil die, ich sag mal, machen so ein bisschen Stealth-Camping. Da stellt man sich auch mal in die Stadt rein. Das geht hierbei. Ihr habt Sachen realisiert, die sind normalerweise unmöglich. Das siehst du also hier. Alles ist aus GFK. Alles aus GFK und wir sehen ja hier den ganz neuen Oase 45.1.
Das heißt, man hat hier ein großes Facelift gemacht mit neuen Scharnieren, Griffmulden und so weiter, was dem ganzen Fahrzeug natürlich zugutekommt. Sven, ich habe mal wieder eine blöde Frage. Bitte. Ihr habt gerade über Auflasten gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also erst hat es eine Zulassung 3,5 und dann 4? Oder wie macht Es ist so, man hat hier, glaube ich, nicht das Maxi-Chassis oder hier drunter. Das Leitchassis. Genau, das Light-Chassis. Light bedeutet, das ist normal bis 3,5. So, jetzt hast du das Problem, Fahrzeug wiegt zum Beispiel 3 Tonnen leer. Ja. So, jetzt kannst du nur 500 Kilo zuladen. Jetzt geht da der Hund rein, das Auto, das Wasser und so weiter. So, dann kann man das auflasten, dann kannst du das zwar nicht mehr fahren. Was heißt Auflasten heißt, da kommt hinten eine Luftfederung rein. Ja. Die Problematik ist, ab Werk ist das nur zugelassen bis 3,5 Tonnen. So, Ja. da kannst du auch Federn austauschen und so weiter, da geht nicht mehr so viel. Aber jetzt hat ein Hersteller, du kannst mich unterbrechen, wenn ich falsch bin, hat eine ABE gemacht, beziehungsweise eine Einzelabnahme, ein Gutachten gemacht, dass diese Luftfederung, die hier hinten eingebaut wird, dafür sorgt, dass dieses Fahrzeug auch bis 4 Tonnen zuverlässig funktioniert. Und das ist das. Und mit der Zulassung gehst du dann zum TÜV, nehme ich an, und lässt es eintragen. Perfekt. Nach Einbau wird die TÜV-Abnahme gemacht vom TÜV und dann danach in die Kfz-Papiere noch eingetragen. Der Vorteil ist natürlich von der Luftfederung, da kannst du den Luftdruck regulieren bei der und du kannst den Fahrkomfort des Fahrzeuges und die Straßenlage anpassen und du kannst sogar noch, wenn du stehst, sogar noch regulieren, denn die kann ein paar Zentimeter rauf und runter, gell? Ja, du kannst ein paar Zentimeter den Niveauausgleich machen. Also wenn du schief stehst, zum Beispiel sogar auf jedem Rad einzeln. Das ist ganz, ganz praktisch. Siehst du, ich hab schon was gelernt von dir, dass wir das mal sehen. Auch das ist aus GFK, was ist das? Das ist GFK, das ist die Toilettenkassette. Ne? Das hier ist auch ganz neu gemacht worden mit den neuen Scharnieren. Früher war es ja nach oben zu öffnen und jetzt hat man hier bei dem Facelift hier die neuen Scharniere für die Toilettentür gemacht. Du, der ist sensationell. Ja. Und ihr habt die große Dometic-Kassette, hol die mal raus bitte. Ja, die ist ja neu, oder? Die ist neu, ja. Okay, und die ist so groß, die sieht zwar so klein aus, aber die Autarkie, die ist viel größer als bei allen anderen. Also genau mit der Kassette komme ich, wenn ich alleine unterwegs bin, circa eine Woche damit klar. Okay. Das ist also wirklich Dometic. Die lässt sich viel besser reinigen, muss ich sagen. Also ich bin immer der Vollidiot, der immer zuerst auf die Entlüftungstaste drückt. Okay. Kennst du das? Ja, wenn du erst die Entlüftungstaste und dann geht dir die ganze Brühe über die Füße. Ja, Richtig, das passiert öfters mal. ja, und das ist bei der... Wie meinst du das? Also nimm die gerade mal raus, ich zeige das mal gerade. Also wenn du die entleeren möchtest. Du musst erst entleeren und dann entlüften. Nein. Wenn du jetzt hier das machen würdest und du würdest nicht auf diese Taste drücken, dann macht es so glucker, wie bei einer Wasserflasche, die ausgekippt wird. Ja. Wenn du das aber so hältst und dann die Entlüftungstaste drückst, dann läuft die Brühe hier raus aus der Entlüftungstaste und über die Schuhe. Super. Und das stinkt echt lecker, also das muss man sagen. Die Verarbeitungsqualität ist sensationell, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Man hat ja hier auch ein hochpreisiges Wohnmobil und da muss auch eine gewisse Qualität schon da sein. So, bitte schön mal einschieben. Also eins verspreche ich dir, wir werden einen bekommen. Das haben wir eh schon vorgehabt seit einem halben, dreiviertel Jahr. Wir sind nur nicht dazu gekommen. Alles ist ultra steif. Das heißt, wenn hier ein LKW hinten drauf fährt, dann kann das zwar brechen, aber es wird nicht komplett auseinanderfallen. Nein, das gibt nur Risse oder bricht auseinander, ne? In dem Fall. Aber es ist wieder alles aufmodellierbar. Durch GFK-Platten wird es dann wieder zu einem neuen Fahrzeug. So, wir haben 5,40 Meter und da musst du hast heute 5,40 Meter gesehen. Kannst du dich daran erinnern? Bei Clever. Haben wir gezeigt. Und jetzt, was du gleich sehen wirst, wird dir die Schuhe ausziehen. Denn dieser Grundriss, ich habe ihn in Bern gezeigt, hat Millionen von Leuten wirklich gefallen. Und das, was du jetzt siehst, ist so sensationell. Und ich kündige das ungern an, ohne die Wahrheit zu sagen. 15 Jahre Garantie wasserdicht. Das kannst du locker geben, oder? Ja, können wir auf jeden Fall geben. Wir haben ja nur die Fenster und die Öffnung der Seitenfenster, wo eventuell mal eine Undichtigkeit entstehen könnte. Im Monocoque selbst passiert überhaupt nichts. So, Rückfahrkamera, Doppelrückfahrkamera. Doppellinsenkamera, ja, von der Marke Zenec verbauen wir. So, die funktioniert auch gut, oder? Die funktionieren sehr gut. So, dann hast du ein Fenster hinten drin, dazu kann ich schon sagen, da ist ein Bad drin. So viel kann ich verraten. So, der Staufach hier hinten, ist es tief? Oh, Wahnsinn, das ist richtig viel. Kriegen wir einen schönen Tisch rein, in dem Maße 80 mal 60, 2 ganz normale Klappstühle und wir haben dann hier nochmal an der Seite ein kleines Fach, wo wir dann kleinere Utensilien reintun können. Hast du schon mal eine Anhängerkupplung realisiert? Richtig. Das Fahrzeug ist mit Anhängerkupplung lieferbar, abnehmbar und man kann den Kugelkopf sogar drauf lassen
Die Klappe geht trotzdem noch auf, etwas schräg, aber ich kann immer noch alles ausladen. Ich denke an die Fahrräder. Kann man die draufpacken dann? Geht das? Hast du schon mal Man gemacht? kann die Fahrräder entweder auf die Anhängerkupplung drauf machen oder wir realisieren hier einen schönen Nein, Fahrradträger. das machen wir nicht. Okay. Oder ist ja schön? Es ist nicht schön, aber manche... Nein, das machen wir nicht. Alles klar. Dieses Auto hier wird nicht mit einem Radträger versehen. Das wird nicht verbohrt, weil das könntest du machen, aber das ist machen. Frevel. Sowas macht man nicht. Was darf denn der ziehen? 2 Tonnen. 2 Tonnen? Ja. Okay, also für dein Pferd wird es lang. So, das ist definitiv so. Dann die Aluräder sind Standard bei euch, oder? Das ist serienmäßig bei uns dabei, die Aluräder, richtig. Auch die Duo-Control, die wir hier im Gaskasten haben. Und jetzt auch neu bei dem Fahrzeug, hier beim Facelift, hier die neuen Griffmulden, dass wir hier, wenn wir die zentrale Verriegelung öffnen, hier sofort, ohne dass wir hier die Fingernägel abbrechen für die Frauen. Hast du einen da bei dir? Was? Den neuen? Den neuen, der kommt zu mir auf meinen Hof, wenn er Messe vorbei ist. Okay. Kann ich ihn haben? Kannst du sofort haben. Kannst du sofort haben. Also wir werden uns dann einig, wie wir das machen, weil das ist das Sensationellste. Guck dir mal die Zentralverriegelung an. Das ist doch alles schon, das ist doch hier Luftfahrtstandard, oder? Guck mal, du guckst drauf mit den Edelstahlknöpfen. Ist das nicht Standard? Standard, ja. Die ist aber bei uns Standard. Ja, aber guck mal, wie das gemacht ist es ist. nicht üblich? Hast du es gesehen bei Clever? Irgendwas, was zentral verriegelt war? Was funktioniert hat? Nee, es hat funktioniert, aber dann... Ich habe gar nicht danach gefragt, sagen wir es mal so. So, das Dekor hier, das ist echt gut. Sieht wunderschön aus und das Fahrzeug ist ja extrem weiß, sage ich jetzt mal. Ja. Und das Dekor, das wertet das Ganze unglaublich auf, oder? Ist gegen Aufpreis erhältlich, Black Graphic, auch jetzt hier in dem grauen Ton oder früher die Black Edition ganz in schwarz. Richtig schön. Also wir gucken mal gerade. Wingam. Was ist so eure Zielgruppe aktuell? Zielgruppe sind das hier bei dem kleinen 45er, meistens sind das ältere Herrschaften, die das Fahrzeug auch kaufen, die halt ein kurzwendiges Mobil haben möchten, damit sie überall Passstraßen fahren können oder in Bergdörfer hineinkommen. Parkplatz, jeder Parkplatz auf dem Supermarkt kannst du dich da hinstellen mit dem Fahrzeug und das passt. Und vor allen Dingen, er hat es schon angedeutet, wenn wir jetzt in das Fahrzeug, in das Wohnmobil reingehen, das wird dann die Granate sein. Gut, geh mal rein. Ja, denn unbedingt. Und du warst nicht drin vorher. Nee. Das ist so. Ist der Mülleimer aus GfK? Nein. Danke. Kunststoff, okay. Hier auch nochmal Die Tür habt ihr selber gebaut, ja? Das ist eine neue Tür mit einem neuen, also neu versehen mit einem Einstiegshilfe. Auch die Eintrittsstufen hier wurde geändert, damit auch kleinere Leute besser in das Fahrzeug oder in das Wohnmobil einsteigen können. So, und auch das funktioniert. Die Möbel, die sieht man schon sehr, sehr schön. Auch hier ist alles nichts normal. Alles ist angepasst ans Fahrzeug, oder? Perfekt. Ne? Das Wir ist haben so. hier jetzt die Dolomiti Möbelausstattung. Das ist eine Art Chaletholz mit einem hochwertigen Kunstleder und nochmal getrennt Bad- und Oberschränkebereich, damit man sieht, das wäre ein anderes Zimmer in dem Sinn. Der hat eine Fußbodenerwärmung. Hat eine Fußbodenerwärmung. Hier haben wir in dem Fußboden sind hier Luftkanäle. Hier wird die Warmluft durch die Trummerheizung in die Luftkanäle eingeblasen und dadurch haben wir einen Effekt einer Fußbodenheizung. So, Simone, die ist schon am Grinsen. Und Simone, ganz ehrlich, du bist jetzt hier auf 5,40 Meter und wir waren ja eben auf 5,40 Meter. Was ist der Unterschied? Guck dir mal die Küche an hinter dir. Der Unterschied zu dem Clever. Gut, der Unterschied kann ich schon mal sagen, das sind 6.000 Euro. Ja, ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ist auch ein ganz anderer Grundriss. Die Küche ist riesig für das Fahrzeug, also auf der Länge. Das Bett fehlt im ersten Moment, aber ich weiß natürlich, wo es ist. Ja, das sagen wir aber noch nicht. Ich muss noch gerade ein Schrittchen weitergehen. Wenn ihr euch mal gerade auf beide Sitze mal setzt da vorne. Und Das ist vor allem sehr, sehr edel, muss man sagen. es ist ultra edel. Es ist ein Raum, den du auf 5,40 Meter, und ich habe ja viele, auch Affinity und alle gefilmt, keiner hat das bisher erreicht. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass ihr, glaube ich, dieses Fahrzeug hier optimiert hat seit über, wie viele Jahren macht Wingam das schon? 20 Jahre? 45 Jahre gibt es die Marke Wingam schon in Italien und hier in Deutschland schon noch über 20 Jahren.
Und es würde natürlich immer, du hast eben gerade erwähnt, mit jedem neuen Modell hat man wieder neue Sachen mit in die Produktion mit einfließen lassen. Ich glaube, ich muss doch noch warten. Ich will einen Schalter haben. Das ist so. Ja, nee, ich will eine Automatik haben. Ich fahre nur Automatik. Das ist so. Also nichts gegen Schalter, aber es ist so, dass ich jetzt mal ganz zurückgehen muss. Deswegen habe ich euch gebeten, du darfst dich mal ganz zurücksetzen, bitte. Einfach mal ganz gemütlich da in den Sitz rein. Ja. Mach das mal, denn ich brauche ein Schussfoto. Ihr habt aber wunderschöne Fotos auf der Seite. Aber jetzt ganz ehrlich, das hier ist so Mokka-Farben. Das ist von der Optik her das helle Holz. Das war vorher ein bisschen, ich hätte fast russisch-türkisch gesagt, ja, was da ist. Aber hier, das ist ja wohl der letzte Schrei, was ihr hier eingebaut habt. Und wenn du gleich das Bett siehst, Simone, ja. Dieses Fahrzeug hier klappert nicht. Das verzieht sich nicht. Das ist unvorstellbar. Also das ist gerade mit dem neuen Fiat Ducato 8 und ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. So ein Monocoque, der verbindet sich nicht, der ist bocksteif. Da kannst du alles reinbohren. Und ein kleines Qualitätsmerkmal, darf ich dir mal kurz zeigen? Komm mal kurz mit. Das ist, ihr habt die Türen nicht einstellbar gemacht. Ja? Das hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Ich zeige das mal gerade. Das sind feste Scharniere. Ja. Die kann man nicht einstellen. Warum? Ja, weil die Qualität einfach stimmt. Wir haben ja eine hohe Passgenauigkeit von unseren Türen. Das ist hochwertiges Pappelholz. Aber es verzieht sich auch nicht. Das arbeitet nicht. Nein, das arbeitet nicht. Und zwar 0,0. Bitte nicht aufmachen. Nicht zum Bad kommen wir gleich noch. Wir müssen über ein paar Details reden. Was ist hier anders? Dieses Fahrzeug rappelt nicht. Ja. Es verzieht sich nicht. Ja. Es hält wahrscheinlich der Aufbau länger als der Motor, oder? Und dann kann man einen Austauschmotor reinmachen. Das kann man machen, wenn es dann mal so weit käme, ne? Weil der Motor mal wirklich seinen Geist aufgibt. Aber das ist bei Fiat auch nicht der Fall, dass der Motor einfach defekt geht. Ne? Das Fahrzeug hier, die Sachen sind alle verklebt auf dem Monocoque. Es gibt wirklich keine Knister- oder Knackgeräusche. Es sei denn, man lässt irgendwas hier irgendwo rumstehen, das klappert dann mehr als das Fahrzeug selbst. Dann, wie gesagt, die Küche, da kommen wir gleich mal zu. Ist das hier so ein Designelement oder praktisch? Ja, für was kann man das ist ein Designelement. Auch die Rundung hier vorne am Küchenblock, hier, wenn man arbeitet hier, ist halt italienisches Design. Okay. Das ist richtig schön. Alles, was rund ist, ist teuer, aber mittlerweile geht ja alles. HPL beschichtet? Richtig, HPL beschichtet, ja. So, klär mich auf, was ist HPL? Das ist eine besondere Beschichtung? Eine ganz besondere Holzbeschichtung, ne, auf allen Teilen. Wir sehen ja auch hier den soliden Möbelbau. Ne. Ach so, Echtholz? Das ist Echtholz. Cool, also Schreinerqualität. Das ist auf jeden Fall Schreinerqualität mit Softclose. Ich meine, wir sind auf 5,40 Meter. Das ist so unvorstellbar und da muss ich wirklich sagen, es ist unglaublich. Also hier hast du natürlich Möbeleinsteller, was auch Sinn macht hier, aber der Raum unten drunter, du hast ein großes Spülbecken. Mach mal bitte auf, Simone, dass wir da mal reinschauen. Waschbecken ist übrigens auch aus GFK. GFK, perfekt. Wird auch selbst gegossen. Da passen nochmal große Teller rein, Pizzateller oder so. Ja, das ist wirklich ein Alltagsauto, was du hier hast. Also was wirklich auch benutzt werden kann und darf. Die meisten Wingams fahren noch, oder? Ja, natürlich. Es gibt kaum Gebrauchte auf dem Markt und die Leute, die in Wingam fahren, die fahren die 20, 25 Jahre. Die Gebrauchtwagenpreise sind sensationell. Also es ist wirklich so. Und du hast, wenn du mal einen reinkriegst, 70, 80.000, die sind dann teilweise 5 Jahre alt, die erreichen Höchstpreise, oder? Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch die Höchstpreise werden ganz schnell wieder gezahlt und die Fahrzeuge sind auch schnell wieder vom Hof. Das ist jetzt also klar, wir sind ja Werbesender und zeigen ganz viele Werbevideos und so weiter, aber Wingam ist wirklich was ganz Außergewöhnliches, wenn man ein kurzes Fahrzeug haben möchte mit einem sensationellen Raumgefühl. Setzt euch mal bitte in die Couch rein. Ihr seid zu zweit, wir sind auf 5,40 Meter und habt eine riesige Couch, die genauso groß ist das in dem Morello, den ich gerade fahre. Das ist also vorne jetzt dieser Wohnbereich, der ist ungefähr vergleichbar mit dem Morello. Ich habe bloß nicht so eine große Küche. Das ist guck mal hier, ich setze mich neben dich. Wir sind zu dritt auf dem 5,40 Meter. Ja. Gucken hier rein in den Raum. Noch zwei Personen, noch weitere 2 Personen können hier immer noch sitzen. Ihr müsst, deine Firma ist wo nochmal? Die ist ja nicht im Rheinland. Nein, wir sind südlich von Darmstadt in dem schönen Odenwald. Wir sind aus Otzberg und ja, unsere Firma nennt sich Reisemobilcenter Rhein-Main-Odenwald. So, Fiat heißt ja übersetzt für Italiener ausreichende Technik. Ja. Das war mal ein Witz, den die Leute gemacht haben.
mittlerweile Stellantis und die Qualität ist wirklich sensationell. Also das meistverkaufte Nutzfahrzeug in Europa ist der Fiat Ducato in dem Bereich, oder? Ja, das stimmt. Also der Fiat Ducato ist seit eh und je das meistverkaufte Chassis, was auf den, für die Wohnmobilhersteller genommen wird. Natürlich gibt es mittlerweile auch ein paar andere Marken, aber Fiat hat immer noch Oberhand. So, warum ich den Witz gemacht habe, er heißt nämlich Civito Carrozza. Und das ist, da kann man mal in Italien einen Witz machen. Das ist so aber es gibt ja auch so... Kommt erstmal, ja, wieso bist du so klein oder so? Nee, mache ich nicht. Das ist, ganz ehrlich, das ist genetisch bei Deutschen auch so. Ich bin mal kleiner, mal größer. So ist es. Ich habe kleine Hände. Aber jetzt mal ehrlich, die Leute, die Vorteile über Fiat, ja, ich kann es nicht mehr hören. Der Fiat 500 in Amerika fährt überall. Das ist ein Kultauto. Früher die Fiat 500, ich hoffe, du hast noch einen kleinen. Ich habe einen Fiat 500, ich habe einen Fiat Panda, der ist auch schon über 30 Jahre alt. Eine Vespa? Vespa, natürlich keine alte. Sowas besitze ich nicht. Komm, ich zeig mal hier die Verarbeitung allein von der Gardine hier. Das ist doch wirklich Handarbeit, oder? Das ist Handarbeit. Das wird also von einigen fleißigen Näherinnen hier hergestellt. Aber nicht in Fernost, sondern Verona. In wo? In Verona. In Verona. Du warst schon mal da in Italien? Ich war schon im Werk, habe mir das alles angeschaut. Soll auch jetzt in den nächsten Jahren noch ein weiteres Werk gebaut werden, um halt auch mehr Wingarms auf die Straße zu bringen. So, das Ganze hier ist aufgesteppt, was du hier siehst. Also das ist also auch die Verarbeitung hier. 2 Sitzplätze hier, 2 Sitzplätze vorne für 4 Personen. Wenn man den auflasten würde, kein Problem, oder? Das kannst du auch so schon fahren mit 4 Personen ohne Auflastung bei diesem Modell. Aber die Auflastung, wie gesagt, ist auch kein Problem bei dem Fahrzeug. So, Lieferzeit kriegst du Automatik-Chassis im Moment. Das ist ja das große Problem, was wir haben. Ist witzig, dass die Italiener auch das Problem haben. Ja, die müssen ja eigentlich an der Quelle sein. Gebaut wird der demnächst auch in Polen, habe ich gehört, der Fiat Ducato. Der Fiat Ducato ja, aber Wingam wird ausschließlich in Italien gebaut und wir bekommen einige Chassis jetzt demnächst. Nein, ich meine das Chassis, meine ich. Das Chassis, ja, genau. Wird auch der Fiat Ducato in Polen gebaut, richtig. Ja. Genau, da wird übrigens auch der Volkswagen T6 gebaut. Ja, das ist das, was viele Leute nicht wissen. Okay. Wenn die dann kommen und sagen, was, aus Polen? Und da sage ich nur, nee, da werden ganz viele Autos gebaut. Ja. Und das ist sensationell. Also Fiat Ducato 8 bin ich gefahren. Ihr könnt euch persönlich mit mir anlegen. Das Auto ist viel leiser geworden. Es fährt sich sensationell. Allerdings, ich bin ja Automatik-Fan. Und wenn ich jetzt hier mal draufhalte und diese Rundung mal sehe, hier durch die Kamera, das ist wirklich klasse. Die Küche, ich glaube, das fixt die Leute unglaublich an, oder? Ja, wir haben hier eine lange Küchenvariante. Du kriegst das Wohnmobil auch ohne diese lange Küche. Da wäre hier nochmal ein weiterer Sitzplatz. Aber ich sag mir, wir haben schon genügend Sitzplätze und eine große Arbeitsfläche als Küche und als Ablage für eine Küchenmaschine oder sonst irgendwas, Kaffeemaschine. Das ist doch sehr gut. Ja. So, der Tisch lässt sich in verschiedene Richtungen schieben. Kann man aus der Sitzgruppe noch ein Bett machen, theoretisch? Ja, könnte man machen. Das gibt es seit neuestem, eine Doppelbettfunktion. Dann wäre der Tisch absenkbar und man hätte noch ein weiteres Kissenteil, das wir dann hier auf den abgesenkten Tisch legt. Und da hätten wir nochmal eine große Schlafmöglichkeit, 1,20 Meter oder 1,30 Meter Breite. So, und der Boden, da muss man wirklich mal drauf eingehen. Was ist denn das für ein Boden? Ein italienischer natürlich, ein Designbelag, der drauf ist, aber extrem haltbar. Wie fühlt sich das an? Glatt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so glatt ist. Sieht aus wie so ein Teppichboden, aber... Es sieht aus wie Vinyl. Es könnte Vinyl sein. Er nickt, ja, aber, Kunststoff, aber in Objektqualität. Das heißt, das Ganze soll ja für die Ewigkeit gebaut sein. Ja. Man kann theoretisch hier, wenn einem das Design nicht mehr gefällt nach 15 Jahren, könnte man es theoretisch ins Werk schicken und die könnten noch mal was Neues einbauen, weil die Karosse außen ist unverrottbar, unkaputtbar, oder? Richtig, das Monocoque, da passiert nichts. Es sei denn, du lässt es verrotten, weil du es nicht richtig pflegst oder sonst irgendwas. Ne? Aber du könntest hier nach den zig Jahren deine Möbel rausschmeißen und kannst neue Möbel reinbauen lassen. So, jetzt kommt es noch viel besser. Der Kühlschrank, der ist für mich vollkommen ausreichend, aber er ist natürlich direkt am Eingang, da kommen wir auch dran. Mach mal bitte auf, bitte, Civito. Dass wir das mal sehen. Und das ist schönes Gefrierfach mit dabei, natürlich aus Italien, Vitrifrigo. Und der kühlt auch richtig gut. Das ist hier ein Kompressorkühlschrank. Der geht nur auf eine Seite auf. Wir haben aber auch noch Absorber-Kühlschränke, die neuen Dometic-Kühlschränke, die 10er-Serie. Nee, will ich nicht haben. Ich will den Vitrifrigo haben und da kann auch ruhig auf die eine Seite aufgehen. Okay, alles klar. Es gibt aber auch Menschen, die das haben möchten. Aber der können sie kriegen, aber ja. Ich will nur den Vitrifrigo, okay. Weil der macht so kalt. Der macht richtig kalt, das stimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Also ich habe ja zurzeit einen Kompressor von Dometic. Okay.
Da kannst du, ich erzähle immer die Ben & Jerry Story, machst Stufe 5, machst ein Ben & Jerry Eis rein, das ist aus der Tanke steinhart, dann machst du es rein und dann wird es weich oben im Gefrierfach. Okay. Kenne ich zwar jetzt nicht, aber wenn du die Erfahrung gemacht hast, dann ist Habe ich. Liebe Dometic-Leute, könnt euch bei mir melden, das ist meine Erfahrung, ja, die ich gemacht habe. Goldene Gurte. Das ist Hammer, oder? Das ist Hammer, oder? Design, aber es ist echt, sag mal hier, der Überzug, den kann man abmachen, oder? Ja, natürlich. Wir haben den nur als Schutz jetzt für die Messe draufgelassen, weil ja doch stark beansprucht wird durch die Menschen. Aber ansonsten sieht das hier so schön glatt aus wie auf dem Oberteil. So, und wir werden uns auf der Messe zusammensetzen, dann werden wir einen Auftrag hier platzieren, wir werden uns einig werden, zusammen mit der Geschäftsführung, die da ist. Ich will eine Automatik haben, da muss ich halt ein bisschen warten, was soll's. Der hier, so oder so ähnlich, kommt erstmal zu dir, oder? Der kommt jetzt zu mir, ist nach der Messe bei mir erhältlich. Wir haben noch weitere Fahrzeuge in weiteren Möbeldesign Im Vorlauf? Ja. Ja, also das Möbeldesign hier gefällt mir. Das ist richtig schön. Sehen wir in den anderen Fahrzeugen andere Designs, oder? Wir haben noch einen 610M da in dem neuen Metropoli, weiß-matt, alles komplett, die ganzen Möbel in weiß-matt gehalten. Richtig schön. Aber hier, das ist nicht so erschlagend weiß, weißt du, was du denn immer so hast. So, Stehhöhe, du bist 1,65 Meter, ich bin 1,83 Meter, ich gehe gerade, du bist mein Zeuge, gerade durch. Und jetzt das Bett mal, damit die Simone mal einen Anfall kriegt. Ja. Jetzt sind wir hier auf dem Bett und ich behaupte, das ist das größte Hubbett aller Zeiten, oder? Das stimmt. Wir haben hier ein Hubbett, Patent von Wingam, mit den Maßen 1,95 Meter auf knapp 1,40 Meter Breite. Und ich habe es mit einer Hand nach unten gezogen. Mach's mal hoch. So, also das geht locker. Man kann die auflagen, ist oben noch Platz für ein bisschen Auflagen? Ja, Bettwäsche und alles kann man oben drauf lassen. Wir haben jetzt nur ein ganz kleines Problem. Ich hatte nicht die Sitze zur Seite gedreht. Mach mal. Das möchte ich noch machen. Also einmal Sitze, einfach nur zur Seite drehen, das alles, damit die unter dem... Der Gelenkarm hier an der Seite runter vorbeikommt. Ne? So. Wieder mit einer Hand oder einem Arm runterziehen. So, und wie kommt man da hoch? Über die Couch? Man kann hier, normalerweise gibt es hier eine Leiter, die wir einhängen, oder man kann hier auch ganz bequem über die Sitzgruppe nach oben gehen. Simone, du musst da hoch. Das ist so leicht. Einfach mal probieren. Ja, am besten. Ja. Ist ja Folie drauf überall. Folie Kannst du drauf, ruhig ja. drauf. Also darf ich auch mit Schuhen? Ja, also das heißt, du brauchst eigentlich keinen Leiter, oder? Wenn du ein bisschen. Nein. Ja, Also jetzt Leiter. ist halt rutschig, weil die Folie einen runterzieht, aber ja. Geh mal ganz nach hinten, bitte. Ja. Und du bist ja 1,65, du könntest fast noch quer liegen, ja, wo es da ist. Aber du siehst hier, das ist sensationell groß, das Bett, oder? Richtig, man hat auch viel Kopffreiheit, man hat ein schönes Fenster hier vorne zum Purbeln. Man könnte den Sternenhimmel dann sich anschauen. Jetzt sehe ich nur die Lichter von der Decke. Ich habe eine große Bitte, geh mal gerade ganz nach hinten und leg dich hinten mal quer rein und lass die Füße mal ein bisschen nach vorne. Ja, quer, genau. Und jetzt mach mal den Oberkörper zu mir. Oberkörper zu mir, genau. Und jetzt mal ganz nach hinten rutschen. Ich brauche mal vielleicht ein Startbild, dass man mal sieht, wie groß dieses Bett ist. Also jetzt hat man überhaupt mal so ein Bild darüber. Das ist ein Riesenbett für einen 45er. Ja, richtig. Also du hast hier, andere Fahrzeuge haben halt ihr Bett irgendwo im Heckbereich oder sonst wo. Wir haben es halt unter dem Monocoque, im Dach verschwindet es, und dadurch können wir auch auf 5,40 Meter so einen Grundriss darstellen. Sensationell. Die Matratze ist gut? Die Matratze ist sehr gut. Ich hebe mal ein bisschen an hier. Lattenrost. Da siehst du hier GFK. ein Lattenrost. Das ist auch GFK hier, ne? Der Lattenrost ist nicht aus GFK. Nein, das ist da drunter. Ja. Hier haben wir dann die Verblendung, einen schönen Rahmen, 350 Kilo Belastbarkeit des Bettes. Das ist lang für dich, oder? Das reicht für mich auf jeden Fall. Gut. Ja, ich hatte schon Angst, ja. Also wären es nur 349 gewesen, dann Ja. wird es nicht gehen. Aber es ist wirklich für die Ewigkeit gebaut. Und da braucht keiner Angst zu haben. Ist eine Eigenkonstruktion. Das ist so. Du hast Fragen? Ich bin gerade sprachlos. Sehr schön, das erste Mal. So, dann Lampen sind mit drin. Geh mal runter bitte, Simone. Und jetzt mach das Bett mal hoch, dass man mal sagt, dass du mir mal beschreibst, wie schwer das geht. Schwer? Nee, man muss eigentlich aufpassen, dass es nicht zu arg nach oben schnallst. Aber das geht. Mach mal da so einen Schrank auf bitte, dahinter. Das geht nämlich auch noch jetzt. Okay, und jetzt kommen wir zum Highlight. Das ist der Kleiderschrank. Und das ist normalerweise auf 45, einen italienischen Kleiderschrank einzubauen. Das ist so geil. Das ist 5,40 Meter, Simone. Ja, ist heftig. Und dann hast du einen Kleiderschrank für hängende Kleider.
Hier riecht es noch ein bisschen nach GFK, muss man sagen, ganz kleines bisschen. Ja, das ist auch der Vorhang hier für die Verdunklung, den wir hier noch hier haben. Der riecht auch noch ein bisschen. Ich glaube, der riecht, ja. Das ist der ein bisschen. Ne? Was wir noch zusätzlich machen können, hier wäre ein Zwischenboden noch mit reinzunehmen. Riecht aber gut. Also ist jetzt kein... Und hier unten haben wir auch noch mal ein großes Fach. Oh ja. Ja, auch hier könnte man noch mal einen Zwischenboden rein machen oder durch unsere Schreiner, die machen das dann immer rein. Und dann habe ich noch mehr Staumöglichkeiten. Ihr habt das Premium CBE Bedienteil drin, das auch aus Italien kommt, das sage ich mal, das in den Linern verbaut wird. Wie zum Beispiel in einem Morillo Loft ist es drin, Loftliner. Da ist, wenn es kurz mal antippst, dass es einmal aktiv wird, das ist easy, aber funktioniert und ist wirklich eins der meistverkauftesten Bedienteile überhaupt. Also es zeigt alle wichtigen Sachen an. Das neue Truma Bedienfeld kann man auch haben, oder? Das könnten wir jetzt noch nachrüsten. Aber das funktioniert auch. Aber das funktioniert auch genauso gut. Sehr gut. So, und jetzt kommen wir zum Highlight. Simone, du darfst öffnen das Ich warte schon die ganze Badezimmer. Zeit drauf, dass du sagst. 5,40 Meter. Du hast viel gesehen. Das ist ja krass. Das ist ja so groß. Also für diese 45, Wahnsinn. Spülbecken. sich Da da kannst reinsetzen. da kannst du ein Baby drin baden. Und diese ganze Wanne ist komplett aus GFK. Das heißt, du kannst direkt hier drin duschen, machst hier zu. Da kann nichts passieren, ne? Das passiert überhaupt nicht. Wir haben hier ein spezielles Duschbrett nochmal mit reingebaut. Ne? Das gibt es gegen Aufpreis. Das Wasser fließt über diese Rillen direkt weg und man hat sofort wieder trockene Füße. Das ist So. trocknet. Es gibt eine Zielgruppe hierfür. Das ist nicht... Bitte. Das ist ja Wahnsinn. Ich sag, schau dir den Platz mal an. Die sind auf 5,40 Meter. Aufgrund dessen, dass sie in GFK bauen, kannst du solche Grundrisse machen. Also das ist mit normalem Bau nicht möglich, weil du kannst jede Form anpassen, alles perfekt machen. Das ist so. Es gibt ein neues Umrüstkit, das wollte ich dir mal sagen, haben wir ein Video dazu gedreht. Du kannst jetzt aus jeder Dometic, demnächst auch und Tedford Kassettentoilette eine Trenntoilette machen mit 2 Einsätzen. Da weißt du schon mehr als ich. Das ist sensationell, haben wir gefilmt, ist auf dem Stand von Clever, da ist der drin und Clever bietet das serienmäßig an als Umrüstung. Dometic weiß ich jetzt noch nicht, aber Tedford haben sie schon da und die haben ein Patent drauf angemeldet und dann hast du Pipi und alles getrennt und kannst es aus der Kassette ganz normal rausziehen. Okay, das hört sich sehr, sehr gut an. Wir rüsten derzeit auch einige Toiletten mit verschiedenen Marken, weil die Kunden das auch jetzt mittlerweile wollen, also weg von der Chemie. Gut, jetzt ist die Dometic ist schon eine echt gute Toilette. Es gibt auch Alternativen, gibt ja auch chemielose Zusätze, die du reinmachen kannst. Das gibt es, ja. Und hier, das war das, was ich meinte. Das ist hier fix. Das ist einfach nur eigentlich ein Stück von einem Klavierband, was hier drin ist. Richtig. Und du musst das nicht einstellen, weil das verzieht sich nicht. Nein, das verzieht sich auf keinen Fall. Das ist Arbeitet nicht. hochwertiges Pappelholz. Ja. Gut. So, wir sind durch, müssen noch ein bisschen was filmen, denn wir haben so viele Details eigentlich. Hier oben so einen Schrank mal bitte öffnen. Einmal nochmal. Dass wir da mal reingucken können. Also überall hast du Gasdruckfedern mit drin, du hast noch Ablagefächer. Aber irgendwann ist ja mal Schluss. Also das perfekte Fahrzeug eigentlich auch für Alleinreisende, die sagen, ich verkaufe alles, gehe in einem Auto, was extrem wendig ist. Und durch den Radstand hast du natürlich auch eine gute Geländegängigkeit. Das heißt, wenn du da AT-Reifen drauf machst, hast dann anschließend vielleicht eine andere Felge drauf. Dann, ich sag mal, der Reifen ist meistens wichtiger als der Rest, ja. Du kommst auch mit dem Fahrzeug, das zieht sich jeden Berg nach oben mit einem speziellen Reifen auf jeden Fall. Mhm. Und Alleinreisende haben wir auch sehr viele in unserer Kundschaft, die halt sowas mögen. Kurz, wendig und kompakt. Guck dir mal das Licht an, was hier drin ist. Das ist, Also, das sind dimmbar hier alle. Wenn du mal oben drauf drückst auf das Licht, längere Zeit in der Mitte draufhalten, ja. Oh ja. Ja. Es gibt auch eine Nachtschaltung, mal runtergehen und wieder draufgehen. und die merken sich die Position, Ja. wo sie gedimmt sind. Ja, nimm mal drauf und jetzt hast du eine Nachtschaltung. Das heißt, wenn du nachts mal auf Toilette gehen musst, brauchst du nicht unbedingt alles anmachen, sondern du hast hier gleich eine Beleuchtung. 33 Minuten, die sich gelohnt haben, Wingam. Ich muss sagen, die anderen Fahrzeuge kamen im Video nicht so gut an, obwohl die genauso sensationell sind auch GFK. Aber ich glaube, so richtig der Abschuss ist der 540er, oder? Das flasht die Leute. Das 540er ist das meistverkaufte Modell bei Wingam. Lieferzeiten haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Die 610er Modelle werden auch genutzt, aber dann schon wieder für Familien vielleicht mit einem Kind, weil wir hinten ein Stockbett haben. Es gibt verschiedene Grundrisse und wir sind gut aufgestellt. Sehr schön. Komm, wir gehen raus. Simone, du bist erlöst, du kannst nach Hause.
Du wohnst im NH-Hotel, so viel können wir verraten. Das Video wird später gesendet, wir sagen auch nicht welches. Aber nicht, dass dann alle vor meiner Zimmertür stehen. Das kenne ich bei Grace Kelly früher, war das so. Die Ehefrau von Fürst Renier, der da ist. Oder ich glaube, es war Fürst Renier. Ganz so ist es noch nicht, außerdem haben wir nicht gesagt, welches NH-Hotel. Das heißt, die Leute müssen... Das war ja auch ein Witz. Aber ist es gut, das NH? Ja, mir gefällt es gut, ja. Habt ihr euch das selber ausgesucht, oder? Die Melissa hat es für mich ausgesucht, deine Assistentin, genau. So, du machst jetzt Haya. Ein kleines Detail wollen wir dir nicht vorenthalten. Das ist, wie die Verdunklung geht in der Aufbautür. Zeig das mal bitte. Ja, wir haben ja in der Glasscheibe drin eine Verdunklung eingebaut über einen Magnet. Können wir hier nach oben schieben, können es dann auch arretieren. Fertig. Das ist ein Magnet, den kann man nicht abnehmen, oder? Doch, kannst du abnehmen. Zum Saubermachen. Zum Saubermachen. Hier. So wird einfach verdreht und der Magnet hat einen Gegenmagnet. Und damit das auch sauber ist und perfekt ist, weil der hier wird niemals schmutzig werden. Ja, stimmt. Das wird niemals, der ist zwischen den beiden Scheiben. Zwischen den beiden Scheiben ist das Bläser eingelassen. Habe ich ja noch nie gesehen. Der ist, wir sind ja auch bei Wingam. So, da ist es. So, da vorne ist eine Markise drauf, übrigens die kleinste der Welt, die F45. 45, 2,60 Meter Länge. 2,60 Meter Länge, er kennt sich aus. Wingam, so Oasi 45.1. Kostet 97.342. Spätestens jetzt kriegen einige Schnappatmung, weil die Länge, das ist aber hier keine Industrieküche, die ich nach laufendem Meter kaufe, oder? Nein, das ist es nicht. Es ist hier Qualität, was hier gekauft wird. Und für 97.000 Euro als Grundpreis. Und dann gibt es die verschiedensten Pakete, die dann letztendlich das Wohnmobil zusammenführen. Wir werden uns einig. So, ich werde das mal sehen. Dann testen wir das mal auf Herz und Nieren. Also es ist für mich eines der sensationellsten Systeme überhaupt. Und weißt du was, wir drehen die beiden anderen andermal. Das machen wir dann nochmal, weil jetzt ist Feierabend. Ich komme dann zu dir. Bist du die ganze Zeit auf der Messe? Ich bin bis zum 22. 18 Uhr hier auf der Messe, auf der CMT erreichbar. Wie waren denn die Reaktionen auf, weil viele Leute, du bist in der Premium-Halle hier, das hier ist Premium, ich meine ganz klar. Aber jetzt hast du ja ein ganz kurzes Fahrzeug zu einem Preis, wo die Leute oft vermuten, dass es günstiger sein muss, oder? Ja, die denken halt, die kommen hier vorbei und sehen, oh, den Preis und dann sehen sie das kleine Reisemobil und denken, oh, was ist denn das für ein Preis? Aber wenn man dann erklärt, warum der Preis so gestaltet, dann sehen sie es auch ein. Dein Fazit? Ich finde es super schön. Für mich wäre es jetzt nicht. Ich glaube, ich brauche dann doch was Jugendlicheres, aber ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, ist ja vollkommen okay, aber ich finde den Grundriss gigantisch. Also ich finde es auch mit dem Bett toll gelöst und man hat sehr viel offenen Raum. Ja, das ist so. Außerdem ist ja oft so, die jungen Leute haben oft nicht das Geld. Das sind die Eltern, die vielleicht eine Eigentumswohnung verkauft haben oder so oder gut gespart haben. Es sind nicht die Multimillionäre, die sowas parken, sondern es sind wirklich hart arbeitende Leute, oder? Ja, es gibt ganz verschiedenes Klientel, die diese Wohnmobile kaufen. Viele denken, wir wissen auch, was wir für eine Qualität haben oder auch das Monocoque hier. Die wissen, um was es da geht und dann sind sie auch bereit, dieses Geld auszugeben. So, wir konnten nicht mehr drehen. Sie haben uns den Saft abgedreht, ja, das Licht ausgemacht. Hier in der Halle, du bist in der Premium-Halle, die ist ein bisschen klein für die Premium-Halle. Ich denke, nächstes Jahr wird das anders sein, oder? Ja, wir wollen dann demnächst auch auf die Messe in Düsseldorf und dann wollen wir alle Modelle, die wir hier im Portfolio haben, mal präsentieren. Den ganzen Eimer voll. Geht auf die Seite, das ist die Chefin übrigens. Ja. Du sprichst auch zufällig Italienisch? Parlo un po' italiano. So, das hilft natürlich enorm, weil ihr beide sprecht ja auch in Landessprache. Du kennst das, du warst selber im Werk schon, hast angeguckt? Ich habe mir das Werk angeschaut, gleich als ich die Marke mit in mein Portfolio genommen habe und muss sagen, eine tolle Mannschaft, die da tolle Sachen produzieren. So, vielen Dank fürs Einschalten und ich wünsche noch einen guten Nachtgang. Jetzt geht's ins Hotel. Geht's noch in die Stuttgarter Altstadt? Vielleicht zum Essen, ja. Gott, mal gucken. Das ist Wingam. Wir sind auf der CMT in Stuttgart. Heute ist der 15. Januar 2023. Der Sonntag, der wirklich unglaublich besucht war. Mit dem Wingam Oasi 540. Punkt 1. Punkt 1. Facelift. Tschüss, danke.